Hi, ich bin Dustin von Nanobike. Diesmal stelle ich das Cube Reaction Pro 500 Hybrid in der 29 Zoll Variante vor. Für 2019 schon. In der wunderbaren Farbe Black Edition, beziehungsweise in der Ausführung Black Edition. Gehen wir vielleicht direkt drauf ein. Was haben wir denn da? Ja, Black Edition, man sieht, das Rad ist an und für sich komplett schwarz. So ein bisschen Silber natürlich durch Kette und Antrieb und so weiter findet sich dennoch wieder. Aber ansonsten Black Edition in allen Ehren. Ich finde es jetzt nicht ganz so toll, aber das ist ja für jeden, das steht ja für jeder, kann es ja für sich ausmachen, ob ihm das gefällt oder nicht. Und Geschmäcker sind ja verschieden. Jedoch will ich vielleicht noch direkt darauf eingehen. Wir haben schwarz matt hauptsächlich mit so ein bisschen schwarz Glanz überall, findet sich so wieder am Rahmen und an den Bauteilen. Es ist gut gemacht. Aber nur schwarz gefällt mir jetzt nicht. Aber das ist nicht so schlimm. Das darf euch ja gefallen, wenn ihr wollt. Das Reaction Hybrid Pro ist auf jeden Fall ein sehr ausgewogenes Bike. Das heißt also, wir haben ein sehr handlingsfreundliches Fahrrad. Das heißt, es lässt sich gut beherrschen im Alltag, aber eben auch im Offroad, ja, also wo es ja eigentlich hingehört, ist ja ein Mountainbike, in die Mountains, da wo es hingehört, ist es eben auch wirklich sehr, sehr gut zu beherrschen. Es kann wirklich den ambitionierten Mountainbiker, der noch nie Hybrid gefahren ist, auf jeden Fall den Offroad-Horizont erweitern, so nenne ich das Ganze mal. Soll heißen, es wird einem mehr, man kann sich mehr erschließen durch einfach die Power, die der Akku bzw. der Motor mitbringt. Das Ganze ist auf jeden Fall solide. Dabei aber nicht schwer, weil es ein Aluminium-Superlight-Rahmen ist. Das Ganze ist auf jeden Fall in der 29 Zoll Variante durch die kurzen Kettenstreben und den Boost-Standard auf jeden Fall auch agil. Lässt sich sehr, sehr gut beherrschen, ist dadurch auch sicher durch die extra breiten Reifen. Und ja, darauf will ich mit euch jetzt einfach mal näher eingehen. Und da fangen wir mal an. Zunächst bei den Größen. Es gibt 4 an der Zahl, wie immer. 17, 19, 21, 23 Zoll. Das hier neben mir ist jetzt die 19 Zoll. Da sage ich immer, weil ich persönlich auch die 19 Zoll fahre, an dem Cube Reaction GTC One, ist das dann ab 1,80 Meter, vielleicht auch ab 1,76 Meter, 77, je nachdem wie gestreckt man gerne sitzen möchte. Oder eben bis sogar 1,85 Meter, je nachdem, wie man möchte, wenn man ein bisschen gedrungener sitzen will. Aber das liegt eben auch an den Extremitäten, wie lang sind die Beine, wie lang sind die Arme. Kommt das alles so hin, habe ich damit Spaß. Das merkt man natürlich nicht auf einer kleinen Hausrunde, aber so eine kleine Peilung, 1,80 Meter, 19 Zoll ungefähr. Also ich habe schon gesagt, das ist ein Alu-Superlight Rahmen. Das Ganze ist dann hier mit einem Gravity Casting. Das heißt also, dass das Unterrohr hier ein Bauteil ist, welches dann eben zusammengefügt ist, zusammengeschweißt mit den anderen Bauteilen. Das ist ja normal und auch Standard. Aber es bettet eben den Powerpack von Bosch hier wunderbar ein, also den Akku, und schützt den da nochmal effektiv. Dass wenn ich wirklich hier unten Steinschlag habe oder grobe Stöße, zum Beispiel aufsetzen auf einem Baumstamm oder an einem Fels hängen bleiben, irgendwie sowas, alles was ja am Mountainbike, beim Mountainbiken so passieren kann, dagegen ist er geschützt, dann hat man vielleicht eine Delle, aber im Rahmen der Akku ist zumindest noch geschützt und kann dabei nicht in Flammen aufgehen. Ja, was auch ganz cool ist, er hat eine Motorschutzabdeckung hier unten drin, dieses doch massive, große, graue Bauteil ermöglicht ihm auch wiederum diesen Schutz des Motors dann in dem Fall und finde ich ganz cool gemacht und soll auch so sein. Und hält die gröbsten Sachen einfach sicher ab. Jo. Das Rad hat an sich dann die ARG-Geometrie, Agile Ride Geometry, wie ich gerade schon sagte, kürzere Kettenstreben, trotz der großen Räder eben wirklich agil. Dafür steht dieses ARG oder ARG. Ein Tapered Kopf haben wir, also ein Steuerkopfbereich hier. Das heißt, also ich habe also eine Federgabel, die ist innen drin, der Gabelschaft ist verjüngt nach oben hin, dadurch habe ich mehr Auflagefläche, dadurch habe ich mehr Stabilität, dadurch habe ich mehr Sicherheit, dadurch habe ich Gewicht gespart und trotzdem habe ich ein perfektes Handling, was ich auch schon sagte. Dafür steht eben auch dieses Tapered. Eine interne Kabelverlegung auf jeden Fall ist ein Muss, finde ich mittlerweile. Ist hier am Reaction Hybrid Pro 500 auf jeden Fall dran, vorne links und rechts. Alle Kabel sind direkt im Rahmen verlegt
und gehen dann nach hinten, entweder zur Bremse auf der linken Seite in Fahrtrichtung oder eben rechte Seite dann an das Diore-Schaltwerk. Ja, zu dem Motorschutz und der internen Kabelverlegung gibt es dann sogar noch die Möglichkeit, wenn ich möchte, einen Seitenständer hinten links am Ausfallende zu montieren. Der ist richtig schön integriert, der ist auch stabil. Mit einer Schraube wird der gehalten. Der ist wirklich ganz cool gemacht, wer es braucht. Es ist eben auch ein Alltagsrad, wenn man will. Man kann daraus auch ein Pendlerrad machen. Das ist durchaus möglich. Ein Gepäckträger kann man auch montieren. Man hat hier die Möglichkeit, die Ösen sind vorbereitet und kann daraus auch so ein Offroad-Tracking-Rad oder einfach auch ein schönes Reiserad machen. Ja, das geht. Ja, machen wir vielleicht weiter so im vorderen Bereich. Da haben wir dann eine SR Suntour XCM Fiedergabel, mit viel Gefieder. Federgabel mit einem 34er Standrohrdurchmesser. Also das ist wirklich massiv. Das finde ich wirklich gut. Nicht so eine kleine Trekkinggabel da vorne drin, sondern wirklich schon was ordentliches, was solides mit 100 mm Federweg und mit einer Feder drin, also keine Luftkartusche, nur eine Feder, die ich aber wunderbar oben links und rechts vorspannen kann. Also ich kann sie an mein Gewicht bzw. an meinen Fahrstil oder eben am Untergrund so ein bisschen anpassen, das Ganze. Das kann ich dann da oben verdrehen, links und rechts an der Gabelkrone mit Plus und Minus im Uhrzeigersinn, gegen Uhrzeigersinn. Kann man sich die ein bisschen härter oder eben auch ein bisschen weicher machen. Tapered, habe ich schon gesagt, wie im Steuerkopfbereich, also wie gesagt, das zieht sich dann so durch, muss ja, sonst ist sie ja nicht, würde sie ja nicht passen. Eine Boostachse, 15 x 110 mm vorne, das heißt, ich habe also eine Steckachse, keinen Schnellspanner vorne, habe aber hinten einen Schnellspanner am Rahmen im Ausfallende. Ist nicht so schlimm, geht noch. Für das moderate Fahren, für Downhill, lastiges Fahren, würde ich sagen, muss es mehr Federweg sein und sogar vielleicht ein vollgefedertes Mountainbike. Das Stereo würde dann vielleicht ab 140 mm Federweg in Frage kommen. Beim Reaction als Hardtail aber eben wie gesagt vorne die Steckachse drin und hinten dann ausreichend mit einem Schnellspanner. Finde ich okay. Hinten wäre mir lieber gewesen, wenn auch eine Steckachse drin ist. Ist ja mittlerweile eigentlich nicht mehr so ein großes Ding und auch nicht so teuer. Also, aber ist eben den anderen vorbehalten. Ja, dann natürlich die Front, wie gesagt, mit 100 mm gefedert. Und ich habe dann, wenn wir vielleicht weitermachen wollen, in der Lenkzentrale haben wir einen Cube Vorbau, einen Cube Lenker und einen Cube Griffset. Der Lenker an sich ist 680 mm breit. Da muss ich sagen, bei Cube hätte ich mir einen breiteren gewünscht. Ja, mindestens einen 700er, eher einen 720er oder einen 40er vielleicht sogar, den ich mir dann entsprechend kürzen kann, wenn ich denn möchte. Warum würde ich mir einen breiteren verbauen? Weil einfach ein 29 Zoll Rad ja, für mich besser zu handeln ist, wenn der Lenker etwas breiter ist. Der 680er ist bei mir so ein bisschen back in the days, so ein bisschen Anfang, ja, wie es Mountainbike damals mal war. Das ist so eine kleine Tuning-Möglichkeit, die man auch wirklich an einem Elektrorad noch vornehmen darf, den Lenker anzupassen, sprich einen breiteren. Aber okay, sei es drum, ist eine Tuning-Möglichkeit, kann man machen, kostet nicht viel, so ein Lenker gibt es schon ab 30 €, sage ich jetzt mal, ja, so in dem Dreh. Meine einzige Kritik an dem Rad eigentlich, der Lenker. Ja, was haben wir noch in der Lenkzentrale? Die neue Shimano MT200 Bremse. MT200 löst quasi die BRM 315 ab. Das ist so eine Trekking-lastige Bremse, die aber ja, mit 3 Fingerhebel hat in dem Fall und für dieses Rad, für diesen Einsatzzweck noch völlig ausreicht. Gepaart ist das Ganze mit 180er Bremsscheiben vorne und hinten im Centerlock Standard. Finde ich auch cool, also das ist wirklich okay. Die Bremse an sich wurde überarbeitet bzw. ist angelehnt an die XT, XTR, SLX und die obere Bremse, also einfach so von der Optik her. Nur der Hebel an sich ist nicht so sportlich, also kein 1,5 Finger Bremshebel, sondern ein 3 Finger Bremshebel. Das ist nur der Optik geschuldet, aber die Bremspower ist auf jeden Fall besser geworden als bei der 3 oder gegenüber der 315. Voll okay, gehe ich mit, möchte ich so lassen. Dann auf der rechten Seite der Diore Shifter mit 10 Gang. Ja, also die kann ich darüber wählen natürlich. Die kommen dann hier hinten an. M6000 übrigens der Schalthebel.
gepaart mit dem N6000 Diore Schaltwerk. Wie gesagt, 10 Gänge, eine HG 500 Kassette mit einer Abstufung 1142, voll okay, gepaart mit einer KMC-Kette und einem 15er 10er Ritzel für vorne für den CX-Motor von Bosch. Linke Seite dann in Fahrtrichtung, am Lenker habe ich das Purion-Display. Das Purion-Display, das kennen wir mittlerweile, das ist eben die Kombination aus Intuvia und ja, die linke Bedieneinheit, die mit dem Intuvia einhergeht. Jetzt quasi seit längerem schon am Markt, aber jetzt eben das Intuvia gepaart mit der linken Bedieneinheit in einem ist das Purion für puren Genuss und dennoch gute Ablesbarkeit, dafür steht es quasi. Ich kann also über Plus und Minus an dem Purion dann wählen, die Fahrmodi, die verschiedenen, bis hin sogar zum Off-Modus, dass das Ganze dann aus ist und ich kann das Rad quasi, auch wenn der Akku alle ist oder so, wenn ich den Akku noch ein bisschen schonen will, einfach oder ein bisschen mehr Widerstand haben will und die 23,4 Kilo von dem Gesamtgewicht des Fahrrades einfach mal mit normaler Beinkraft bewegen will, ohne Motorunterstützung, dann mache ich das Ganze aus und kann das Fahrrad genauso gut bewegen. Ja, eine Schiebehilfe ist auch mit dabei. Gedrückt halten und dann eben, also Walk einmal drücken und dann Plus dazu und dann kann ich eben das Rad mit 3 bis 4 km/h schieben. Bergauf zum Beispiel, was man halt so schieben will. Keller hoch, wie auch immer, Keller runter. Ja, das zum Purion. Finde ich ganz gut. Gefällt mir, ist alles gut ablesbar. Man hat noch ein paar Computereinstellungen, das heißt, man kann dann gucken, wie lang ist die Reichweite, die allgemeine Infos zum Akku und ja, finde ich ganz gut. Was haben wir noch? Achso, eine Sache übrigens noch, das Ganze ist hier dann eine FSA-Kurbel, die man unschwer erkennen kann, mit diesem 15er Ritzel, wie gesagt, am Motor festgeschraubt das Ganze. Ja. Gepaart ist dann der Rahmen allgemein neben der Lenkzone mit einer Sitzzone natürlich, mit einem Cube Sattel, also sprich von Selle Royal ist der Sattel, so eine MTB-Variante, schöne breite Auflagefläche, meine Innenschenkel kommen gut vorbei, also ist ein sportliches Modell auf jeden Fall, ist auch weniger hart, weniger weich gepolstert, so rum, ist ein bisschen härter, ist ja auch ein Sportrad, soll also auch so sein. Kann man sich ja auch tauschen, wenn man möchte, finde ich aber so okay, würde ich auch lassen erstmal. Weil der Hintern, also die Gesäßknochen, müssen sich ja erstmal an das neue Fahrrad gewöhnen, an die Sitzhaltung und dann eben auch entsprechend an den Sattel. Sattelklemme hier mit Schnellspanner, finde ich gut. Berg hoch, Berg runter, muss man vielleicht schon mal verstellen. Sind wir auch schon beim Thema. Es ist möglich, also intern die Kabelführung für eine Vario-Sattelstütze ja, also man kann eine Vario-Sattelstütze verbauen und die kann man intern verlegen mit den Kabeln, wenn man möchte. Der Durchmesser hier der Sattelstütze wäre dann 30,9. Da gibt es schon ein, zwei Vario-Sattelstützen, die dieses Maß bedienen und kann man einfach auswechseln und das Ganze dann vorne durch den Rahmen fädeln. Wie ich schon sagte, wo die internen Kabel ja verlegt sind, hier, also die Kabel intern verlegt, kann ich mir dann auf der rechten Seite vielleicht oder links neben dem Purion, müsste man mal schauen, sich noch den Hebel mit dran zimmern. Dann geht das auch. Ja, was haben wir denn noch Schönes? Also neben der Sitzzone natürlich dann auch noch direkt darunter den Motor bzw. den Akku. Der Motor ist ein Bosch Performance CX Motor mit 75 Newtonmeter Drehmoment, 250 Watt stark das Ganze. Das ist ein Standard, auch die 75 Newtonmeter sind ein Standard. Ist eben der CX-Motor ist wirklich ein sehr spritziger Motor. Ich würde fast sagen, er ist kein Anfängermotor, beziehungsweise für jung gebliebene Menschen würde ich sagen, Obacht am Berg, beziehungsweise allgemein beim Anfahren. Generelle Unterstützung bis 25 km/h, klar, das bleibt, aber er kommt halt ziemlich schnell aus dem Tee. Also das hat jetzt kein Active Plus oder sonstiger mit 50 Newtonmeter, sondern das ist 75. Das macht einen kleinen Unterschied, ja. Und damit muss man dann erstmal klarkommen und vielleicht erstmal in der Ebene so ein bisschen üben. Wenn man dann auf Turbo oder Sport Modus fährt, dann sollte man eben darauf achten, dass oder damit rechnen, dass das wirklich guten Durchzug hat und man echt schnell vom Fleck kommt. Es ist nichts Unsicheres, es ist nur erstmal eine ziemlich dolle Unterstützung und darauf möchte ich einfach nur hinweisen.
Ja, das dazu, dann gepaart, wie erwähnt, mit dem Powerpack von Bosch, mit dem 500 Wattstunden Akku. Der Wattstunden-Akku mit 500, in der 500er Variante würde ich sagen, im Gelände gute 3 Stunden, 3,5 Stunden Spaß. Da inkludiere ich jetzt schon den Weg dorthin zum Wald. Ja, also wer jetzt nicht unbedingt das Fahrrad ins Auto packt und dann im Wald erst fährt oder wo auch immer im Gelände, im Offroad-Bereich, ich würde sagen, Asphaltfahrt hin und zurück in den Wald und im Wald selber insgesamt 3, 3,5 Stunden reicht dieser Akku für Spaß. Und der ist garantiert mit diesem Rad. Ja. Mit dazu kommt dann ein 2 Ampere Ladegerät. Dieses Ladegerät ist Standard bei Bosch jetzt, beziehungsweise bei Cube, welches ausgeliefert wird. Und wenn der Akku jetzt mal angenommen komplett leer ist und ich möchte den komplett laden, also sprich 0 auf 100%, dann dauert das ungefähr 7,5 Stunden, bis das Ganze vollgeladen ist. Wer das schneller haben will, der kann sich optional noch, ich glaube für 180 Euro so in dem Dreh, je nachdem, es gibt bestimmt andere Angebote, ein 4 Ampere Ladegerät. Da verringert sich natürlich dann auch massiv die Ladezeit. Haben viele unserer Kunden zum Beispiel auf Arbeit ein 4 Ampere und zu Hause ein 2 Ampere und dann auf Arbeit mal eben schnell nachladen, wenn es danach noch auf den Trail geht, etc. etc. Die kleine Hausrunde nochmal machen. Gesamtgewicht hatte ich schon gesagt, 23,4 Kilo. Ich sage es nochmal, weil ich finde es ganz okay. Für ein Hardtail mit eben, ja, ich sag mal so, glaube 7, 8 Kilo Akku und eben Motor insgesamt. Und dann die Federgabel ist ja auch recht massiv. Und ja, also ich finde das Gewicht okay. Muss man halt nur wissen, dass 23,4 Kilo, wenn die dann hinten am Auto zerren, wenn man es dann irgendwo mit in den Wald nehmen möchte, dass man das weiß, dass man auf jeden Fall ein E-Bike Heckträger nehmen sollte oder eben aufs Dach stellen sollte, der für E-Bikes kompatibel ist. Da muss man sowieso aufpassen bei manchen, dass eben das Unterrohr ist ja recht dick, sehr massiv, ja. Und muss man sowieso gucken, ob das möglich ist mit dem, den man schon hat zu Hause, den Fahrradträger, ob das überhaupt so kompatibel ist. Aber das müsst ihr euch selber kümmern. Das soll jetzt gar nicht das Thema sein. Den Laufradsatz haben wir noch. Das ist ein Cube-Laufradsatz. Von Alex Rims sind die Felgen, sind die X30, das heißt also 30 mm breite Felgen, gepaart mit einem Smart Cell Reifen in der 29 x 2,6er Breite. Also ein recht breiter Reifen, aber noch kein extra breiter und auch nicht so ein super schmaler. Ich finde es ganz cool, dass dieses Rad einen 2,6er Reifen hat, weil es dadurch mehr Sicherheit, mehr Komfort und eben mehr Traktion und das Handling einfach verbessert, meine Meinung, im direkten Vergleich mit einem 2,25er oder eben einem 2,8er. Und das ist eine gute Symbiose, das gefällt mir sehr gut. Vorne und hinten sind Shimano-Narben dran. Wie gesagt, vorne Boost, hinten auch, aber eben hinten Schnellspanner, vorne dann regulär mit der Steckachse in 15x110. Ja, das war es eigentlich auch schon, das Cube Reaction Hybrid Pro 529 Zoll für 2019. Falls ihr noch Fragen habt zur Farbe Black Edition oder aber zum Motor, zum Fahrrad allgemein, schreibt mir bei Instagram, schreibt mir bei Facebook, schreibt mir bei YouTube hier in die Kommentare. Ja, es kommen jetzt auf jeden Fall wieder neue Sachen. Alles steht in den Startlöchern, alles wird abgefilmt, was da kommt. Würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt, vielleicht ein Abo dalasst. Ja, ansonsten gehe ich gerne mit euch in Diskussion, würde mich echt freuen. Vielen lieben Dank für die mich abonniert haben oder uns abonniert haben und treu dabei bleiben und wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Auf Wiederschauen, euer Dustin.